Moin, ich bin Jörn und die netten Leute von Trobolo haben mir hier so ein Paket zugeschickt. Ich habe noch keine Ahnung, was genau drin ist und bin mal gespannt, denn ich glaube, es könnte ein DIY Trockentrenntoilettenset sein, aber ich habe noch keine Ahnung, wie das zusammengebaut wird. Das hier ist dann wohl der Einsatz für die Trockentrenntoilette. Ein Behälter für das Flüssige, ein Eimer fürs Feste, irgendeine Anleitung, so ein Deckel für den Pipi-Behälter, irgendwelche Stutzen, Schrauben, Tüten. Was haben wir hier? Könnte das Streu sein. Ein Toilettensitz aus echtem Holz. Sehr schön, da freut sich der Hintern. Und hier ist noch eine Anleitung. Brauchen wir die? Wir fangen mal an, das Ding zu planen und alles, was man dafür braucht, zu besorgen. Und wie muss ich das denn jetzt bauen hier? 11 Liter, 480 mal 462. Das sieht aber hier schon sehr, sehr knapp aus, oder? Falle ich ja runter. Ja, ein bisschen Platz möchte ich hier schon haben. Und ich brauche noch Platz für den Toilettensitz, der hier noch drauf kommt. Dieser Holzsitz. Ich glaube, ich plane da lieber ein bisschen größer. So, dann haben wir hier 4,62 in der Höhe, 5,25. Also brauchen wir 1,90 mal 90. Tja, das war wohl nix. Ich glaube, ich fahre mal zum Holzhändler. Und hier ist das Endergebnis. Schöne CNC gefräste Platten in der richtigen Größe und die baue ich jetzt mal zusammen. Die Kiste ist halb fertig. Jetzt fehlt natürlich noch der Deckel und beim Deckel fehlt natürlich auch noch die Aussparung für das. Und was ich jetzt noch machen werde, damit es wirklich dicht wird, ich habe hier noch so ein Kleben statt Bohren Silikon-Kleber-Zeugs. Damit werde ich die Kanten jetzt innen drin noch mal versiegeln. Da kann alles Flüssige dann drin stehen, ohne dass was rausläuft. Was wir natürlich nicht hoffen wollen, weil das wäre ein bisschen ekelhaft. Der Moment der Wahrheit. Boah, andersrum. Perfekt. Ich habe hier noch ein paar Hölzer mit reingebaut. Hier habe ich mir noch einen kleinen Deckelhalter hingemacht für den Wassertank hier, also den Pipi-Tank. Hier habe ich schon mal die Erstbefüllung von dem Streu gemacht. Wie man sieht, da wackelt nichts. Der kommt hier rein und passt auch wunderbar. Wackelt auch kaum. Und das hier ist jetzt der Deckel mit dem Einsatz drin. Und dann können wir das Ganze hier einfach verschließen. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist einmal. Dafür muss ich aber erstmal unterwegs müssen. Und dann gucke ich mal, ob das riecht, stinkt, fies ist, ekelhaft ist oder einfach nur befreiend. Streu genug ist dabei, auf die Plätze, fertig. Unterwegs mal müssen, ist jetzt kein Problem mehr. Kommen wir zum Testfazit. Also ich muss sagen, tolles Teil, war relativ einfach zusammenzubauen, auch dank der Hilfe von der CNC-Fräse. Ich glaube, wenn man das alles so hätte zusammensägen müssen oder mit den einzelnen Brettern aus dem Baumarkt hätte zusammenbauen müssen, dann wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger gewesen, aber so hat es wunderbar funktioniert. Gerade ausprobiert, alles dicht, alles passt und ich bin begeistert. Es stinkt nicht oder nur ein bisschen. Daumen hoch, tolles Ding.